Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es euch so geht wie mir und nach Weihnachten Lust habt auf etwas Gesundes, dann seid ihr heute genau an der richtigen Stelle, denn wir kochen ein super leckeres und gesundes Salat aus Süßkartoffel und Rosenkohl. Die komplette Liste der Zutaten findet ihr in der Beschreibung unten. Wir fangen aber mit etwas säuerlich, denn den ganzen Salat ist sehr nüssig und ich möchte gerne etwas dagegen haben, um das Ganze zu balancieren. Ich werde deswegen 2 kleine Zwiebeln und 2 kleine Schalotten erstmal marinieren und in den Kühlschrank stellen. Wenn es euch nicht schmeckt oder keine Lust habt auf diese Arbeit, könnt ihr auch gerne diese Säure durch einen Säureapfel ersetzen, so wie eine Pink Lady oder sowas. Oder, dass es noch Saison ist, wir sind im Winter, Granatapfelkerne benutzen. Ich habe hier ein Glas, die Hälfte ist Wasser, die andere Hälfte ist Essig. Dann werde noch dazu kommen 1 Löffel Zucker und ein bisschen Salz. Und dann schneiden wir einfach unsere Zwiebeln und Schalotten in Spalten. Sauerei gemacht. Wir decken das jetzt schön zu, tun wir in den Kühlschrank und in der Zeit können wir schon unseren Backofen auf 220 vorheizen. Jetzt kommt der langweilige Teil des Rezeptes, und zwar das Rosenkohlputzen. Wir nehmen unser Rosenkohl, putzen wir es und schneiden wir in der Mitte und tun wir erstmal in eine Schüssel. Jetzt, dass das langweilige Teil zu Ende ist, thank you Mr. Cameraman for helping. Wir nehmen etwas Olivenöl. Ein bisschen Salz. Und ich mag noch etwas Kümmel hier hinzugeben. Muss es nicht, aber ich bin auf den Geschmack gekommen in letzter Zeit. Ich finde, es passt gut. Und wir mischen schön. Wir verteilen unsere Rosenkohl und werden jetzt bei 220 Grad zwischen 12 und 15 Minuten backen. Wir wollen, dass es schön knusprig ist, aber jetzt nicht mal total verbrannt. Während unser Rosenkohl backt, können wir die Süßkartoffel vorbereiten. Natürlich kann man auch gleichzeitig backen, aber dass ich eher ein knuspriges Ergebnis haben will, habe ich entschieden, ein Blech nach dem anderen zu machen. Wir schneiden hier Quadraten, ungefähr 1,5 Zentimeter pro Seite. Ich hatte hier 2 ziemlich große Süßkartoffeln, so ich habe jetzt 1,5. Rosenkohl war ein halbes Kilo, ist ein bisschen um die Proportion zu halten. Ganz wichtig jetzt hier, fangen wir an mit Speisestärke. Es ist egal, ob Mais oder Kartoffel. Und wir machen das, damit das Ganze ein bisschen crunchier wird. Also 2 Löffel davon.
Dann 1,5 Teelöffel Salz. Und 1,5 Löffel geräucherte Paprika. Mit unseren schönen Händen fangen wir an, das Ganze zu verteilen. Und auch überall in der Küche zu verteilen. Es ist ja klar. Wenn wir das ganze Babypuder verteilt haben, kommt noch etwas Öl. Ihr könnt weiterhin Olivenöl benutzen. Oder wenn ihr es habt, ich benutze Erdnussöl. Sesamöl ist auch ganz gut. Warum? Weil das Nüssige von der Süßkartoffel hervorhebt. Auch hier 2 gute Esslöffel davon. Und wir mischen. Falls ihr einen Airfryer habt, gerne auch in Airfryer machen. Aber ihr auch eine höhere Temperatur benutzen, also 200, 210. Und dann gucken, abhängig von der Menge und von eurem Modell. Das hätten wir schon. Tun wir auf den nächsten Backblech und sobald das Rosenkohl fertig ist, kommt gleiche Temperatur, gleiche Zeit, auch hier 12 bis 15 Minuten, mal probieren, kommen auch im Backofen. Hier haben wir unser Rosenkohl schon knusprig und durch, nicht verbrannt, einfach nur perfekt. Der muss jetzt nur abkühlen. Und jetzt machen wir das gleiche mit den Süßkartoffeln. So, jetzt sag's mir, wieso es schief ist. Während unsere Süßkartoffel backt und unser Rosenkohl abkühlt, gibt es nur noch 2 Sachen, das wir machen müssen. Und zwar, eine ist, ich werde ein paar Sonnenblumenkerne rösten, damit den Salat auch ein bisschen crunchier wird. Und das zweite ist, einfach Rucola zu waschen, damit wir auch etwas Frisches haben. Rucola hat auch eine nüssige Note, damit alles wiederum stimmig ist. Nach 15 Minuten sind die Süßkartoffeln auch fertig. Ich lasse sie noch ein paar Minuten, weil ich will die etwas bräuner und etwas crunchier haben. Das wäre allerdings der richtige Zeitpunkt, wenn ihr aus einer Beilage eine Mahlzeit machen wollt, noch eine Dose abgetropfte Kichererbsen im Blech zu geben, damit die auch ein bisschen crunchier werden. Und es ist auf jeden Fall der richtige Moment, um dieses Video zu liken und diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sind ja auch soweit fertig. Wir müssen jetzt nur warten, dass alles abgekühlt ist. Und als Dressing benutze ich ein sehr einfaches Dressing, weil der Salat da schon sehr viel Geschmack hat. Einfach etwas Zitrone, ein bisschen Öl, Olivenöl oder ich werde den Erdnussöl benutzen dieses Mal, Salz und kräftig Pfeffer. Und hier haben wir den Salat, Rucola, Süßkartoffel, Rosenkohl, nicht vergessen im Kühlschrank unsere marinierte Zwiebel. Es kommt jetzt, wie gesagt, und die Sonnenblumenkerne. Ein bisschen Zitronensaft, nicht zu viel. Olivenöl. Etwas Salz und Pfeffer. Guten Appetit und bis zum nächsten Mal.